So, Bretter sind besorgt und jetzt werden die mal ein bisschen zugesägt, damit es dann losgehen kann mit Stühlen und eventuell noch einem Tisch. Gespannt. Also wir haben jetzt hier diese langen Bretter geholt. Jo, dann schneiden wir es mal zu. So, alle Linien sind angezeichnet. Ausschnitte sind bereit. Hier kommt alles weg. Hier wird das Brett halbiert und dann geht es jetzt ans Sägen. Hoffentlich klappt's. Hier ist alles gesägt. Mal schauen, ob es passt. No. Ah ja? Dann sag mal, was du denkst. Sehr weit nach hinten. Ich glaube, vorher ist gut. Okay, nachdem wir letztes Mal die Stühle fertig gemacht haben, zumindest fertig geschnitten haben, sind hier die ganzen fertigen Bretter. Ja, geht's jetzt weiter damit, die abzuschleifen und zu lasieren. Ich hoffe, ich komme heute soweit. Es fahren hier so viele Autos vorbei. Geht's jetzt damit weiter, die abzuschleifen und zu lasieren. Geht's jetzt weiter mit, die abzuschleifen und zu lasieren. Ich würde sagen, Timelapse, los geht's. Okay, der erste Sitzfläche ist abgeschmiergelt und die Stühle müssen ja nummeriert werden, weil die ja immer nur mit dem richtigen Teil zusammenpassen. Die sind ja alle unterschiedlich ein bisschen. Und mir kam die geniale Idee, das einfach einzubrennen mit so einem Sturmfeuerzeug und das funktioniert sogar. Ziemlich cool. Also mache ich das mit den Stühlen immer auf der Rückseite und ich glaube, das wird gut halten und cool aussehen. Also das Feuerzeug hat den Geist aufgegeben, nachdem ich immerhin 1 Stuhl nummeriert hatte. Das heißt, ich mache es jetzt mit dem Lötkolben. Okay, damit werden die Stühle geschliffen, nummeriert und morgen mache ich dann die Lasur drauf, damit die ein bisschen wettergeschützt sind. Und wenn es ganz gut läuft, gibt es sogar noch einen Tisch dann. Sind wir da? Wir sind beim Sonderbaumarkt und wir gehen jetzt die ganzen Teile einkaufen. Ich habe hier eine wunderschöne Einkaufsliste. Hast du schon gesagt, was du planst? Das ist hoffentlich schon festgehalten, ja. Okay. Let's go! Okay, wir nehmen natürlich die billigste Holzlasur, die es gibt. Und das ist die hier. Wir bräuchten theoretisch an sich so eine Art von Schrauben, wo dann so eine Mutter draufkommt, damit man das wieder auseinanderbauen kann für den Winter oder so. Okay, 2 Schrauben hätten wir. Brauchen wir nur noch viele weitere Schrauben erledigt. Jetzt das Holz. Ich hoffe, die haben alles. Oh, das ist echt fett, gell? Das sind gute Tischbeine, glaube ich. Wir brauchen da. Nein, wir brauchen davon nur 1. Puh, ich dachte, wir brauchen davon 4. Glück gehabt. Ja, sonst hätten wir im Lager gefragt. Raffiniert. Sehr gespannt, ob wir preislich rauskommen. Am Ende ist es bestimmt billiger, wenn ich einfach so ein Gartenset bei Obi gekauft hätte, aber es wird cool aussehen, es wird cool aussehen und es wird funktionieren. Bis gleich.
Okay, ich habe jetzt eine wunderbare technische Zeichnung angefertigt. Hier kann man das Ganze einmal betrachten. Wenn da nicht sofort klar ist, was ich mache. Naja, ich weiß, was ich mache. Ich hoffe, ich habe alles richtig ausgerechnet. Wenn nicht, ist super blöd, weil ich habe das Holz nur einmal. Ich habe keinen Spielraum für Fehler. Naja, ich würde sagen, Timelapse, es geht los mit Aufzeichnung. Ja, ich habe gerade ein bisschen Scheiße gebaut. Hier drüben sehen wir beide Kanten so, wie sie sein sollen. Hier Kante, wie sie sein soll. Hier unten Kante, wie sie nicht sein soll. Aber ich denke, wenn das hier jetzt einfach so abkommt, wird die Auflagefläche für den Tisch hier immer noch groß genug sein. Die Schraube wird trotzdem noch durchgehen und ja, hier fehlt dann halt die Ecke. Aber die Ecke wird das nicht ausmachen. Ja, läuft auf jeden Fall. Konzentration ist da. Okay, Tischbeine sind jetzt fertig geschnitten zumindest. Jetzt muss ich diese Schraube hier reinbekommen. Und zwar hier einmal durch. Und damit es einfach ein bisschen fester zusammen bleibt alles. Und das ist so eine Schraube mit Gewinde, einfach mit Mutter hier vorne. Das heißt, im Winter kann ich es komplett abbauen und irgendwo im Trockenen verstauen. Und naja, dafür muss ich jetzt halt ein gerades Loch hier durch die Mitte bohren. Und ob ich das hinkriege? Naja, bin gespannt. Ja, guten Morgen. Ich habe gestern noch eine ganze Weile weitergemacht im Dunkeln und die Tischplatte ist fertig. Und ich weiß nicht, was der Stand gestern war. Auf jeden Fall, wir haben die fertigen Beine hier. So, da muss man vielleicht noch mal ein bisschen schauen, ob das nicht ein bisschen zu schräg hier alles ein bisschen geworden ist. Schauen wir nachher. Und die Tischplatte hier hinten ist auf der Rückseite jetzt, die ist richtig schwer geworden. Genau, mit den Brettern hier eben befestigt. Finde ich, sieht ziemlich cool aus. Auch wenn da jetzt natürlich hier so Ritze drin sind, ist hier auf jeden Fall genug Platz für, naja, alles, was man braucht halt eben. Teller, Besteck, Trinken, was auch immer. Genau. Das heißt, Plan für heute ist jetzt, die Beine zu verschrauben an der Tischplatte und diese Verbindungsstange. Oh. Hallo. Mau. Mau. Jo. Genau, die Verbindungsstange hier eben dann noch anzupassen an die Größe für die Beine. Genau, und dann wird das Ganze mal ausgetestet. Okay, planmäßig habe ich jetzt diese Schrauben, die hier einmal durch das Kreuz durchkommen und das Ganze dann schön festhalten sollten. Okay, das funktioniert soweit, das ist schon mal gut. Okay, hier sieht man, jetzt habe ich ein bisschen schlecht gesägt, ein bisschen zu tief reingesägt. Wenn ich da die Schraube festziehe, ist das halt hier ein bisschen krumm und schräg, aber stabil wird es trotzdem sein.
ist es nicht der bequemste Ort, aber ist stabil. Geil. Ich glaube, von der Konstruktion her ist jetzt alles fertig erstmal. Das heißt, jetzt wird lasiert, das ganze Holz. Stühle und Tisch und das wird wahrscheinlich 5 Jahre dauern. Und ich werde einfach ein paar Timelaps machen und dann passt das. Dann bin ich gespannt, den Tisch mal richtig zu sehen, weil ich habe bisher keine Ahnung, wie er von der anderen Seite aussieht. Also aufgestellt aussieht. Los geht's! Junge, nice. Funktioniert? Ja. Ernsthaft? Nee, also wirklich. Ich meine, klar, die Stühle, wenn man sich nicht anlehnt, ist natürlich nicht perfektes Komforterlebnis, weil die sind natürlich so angewinkelt, ne? Selbstverständlich. Aber man isst ja auch nur kurz und danach kann man so wieder zurücklehnen. Nee, funktioniert. Geil. Ja, das war's mit Teil 2. Wir bekommen gleich noch so ein paar schöne B-Roll-Aufnahmen von dem ganzen Spaß hier. Teil 3 wird sich dann um den Baumstamm gekümmert und um dieses Holzkabuff da hinten. Und sonst noch was für Teil 3? Das seht ihr dann.